Wir wissen nicht, wo dieser Turm stand und wie er aussah. But I think we can understand a tower as a tower. Ein Turm ist halt ein Turm. And the point is, it talking about the tower was speaking about what was praised, a long neck. Also das Bild eines Turmes wurde verwendet, weil ein langer Hals war damals was sehr, sehr Schönes. Yeah, probably not like a giraffe. Probably not Also like, nicht so lang wie eine Giraffe, that's probably too big. ein bisschen zu lang. And it would seem she had some kind of necklace on. Vom Text könnte man sagen, sie hat irgendeine Art von Kette um den Hals. And the shape and the style of the necklace reminded him of shields. Und der Stil dieses Colliers oder dieser Kette erinnert ihn an Schilde. And on it hangs 1,000 bucklers. That's a small shield. All of them shields of warriors. Und dass da 1000 kleine Schilde dranhängen, Kriegerschilde. So again, it's using images that are known to describe something, and he was actually being complimentary in everything he said. Also benutzt er wieder Bildsprache von Sachen, Gegenständen, die den Menschen damals vertraut waren. Und er macht wirklich Komplimente hier. Your two breasts are like two fawns, twins of a gazelle that feed among the lilies. Deine beiden Brüste sind wie junge Zwillinge von Gazellen, die unter den Lilien weiden. And of course, fawns are delicate creatures. Junge Gazellen sind zierliche Tiere. And as he talks about the fawns feeding, that means their heads would be down. Also wenn sie gerade fressen, das bedeutet, der Kopf von ihnen ist unten. So probably he didn't have their head in mind like we saw on the image. Also wahrscheinlich ging es ihm nicht so sehr um den Kopf dieser Tiere. But probably it was the rump at the back that he had in mind. Wahrscheinlich war es mehr die Rundung, Rücken und Hinterteil, das er im Kopf hatte. And so again, it's an image that they would have related to, that he was using here. Also das wäre wieder ein Bild, was die Leute gesehen haben und sich was darunter vorstellen können. Now you remember this is in the poetry. Also in diesem Gedicht. This is their honeymoon night. Das ist ihre Hochzeitsnacht. And he says in verse 5. Vers 5. Verse 6. 6. Until the day breathes and the shadows flee, I will hasten to the mountain of myrrh and the hill of frankincense. Bis der Tag kühl wird und die Schatten schwinden, will ich zum Myrrhenberge gehen und bis zum Weihrauchhügel. In other words, he's talking about the extent of the night that they're together. Er redet da über die Länge der Nacht, die sie miteinander verbringen. And he's talking about their unhurried intimacy as a newly er married drückt seinen couple. Wunsch aus nach Intimität ohne Hast oder Druck. And then it moves on to talk a lot about fragrances and plants. Und dann geht es weiter und er spricht viel über verschiedene Gerüche und Pflanzen. We look there in verse 10, it talks about Vers 10. fragrance of oils and spices. Der Duft von verschiedenen Ölen und Gewürzen. And the scent, honey and milk are under your tongue, scent of your garments is like the scent of Lebanon. Und das Honig und Milch sind unter deiner Zunge und der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Libanons. And one of the features of this kind of poetry, often the sexuality of a woman is described as a garden. Und sehr oft in dieser Literaturform wird die Sexualität einer Frau als Garten beschrieben. It's one of the metaphors that occurs a number of times. Das ist eine Analogie, eine Metapher, die immer wieder vorkommt. And the fact that it says that she is a garden locked. Und die Tatsache, dass er hier
beschreibt sie als Garten, der verschlossen ist, a garden locked, a fountain sealed. eine verschlossene Quelle. Speaks of the fact that she was a virgin. Das beschreibt die Tatsache, dass sie eine Jungfrau war. Just another point here, there's an interesting comment about Lebanon. Hier ist ein Bezug auf den Libanon, Verse 8. in Vers 8. Come with me from Lebanon, my bride. Komm mit mir, meine Braut, vom Libanon. Come with me from Lebanon. Komm mit mir vom Libanon. Depart from the peaks of Amana, from the peaks of Sinai and Hermon, from the den of lions and the mountain of leopards. Komm mit mir, steig herab von der Höhe des Amana, von der Höhe des Seni und Hermon, von den Wohnungen der Löwen oder Löwenhöhlen, von den Bergen der Leoparden. And these are places that are far away and also places that will be dangerous because of the animals. Das waren Orte, die weit weg waren und auch gefährliche Orte wegen der wilden Tiere. And what he's wanting is her to come to feel safe and secure in their relationship and on this time of their honeymoon. Und was er damit ausdrücken wollte, ist, dass er sich wünscht, dass sie sich entspannen kann und sich einfach sicher fühlt mit ihm zusammen. And as the different people are speaking, Während jetzt die verschiedenen Personen da sprechen, even as he has given all of these compliments, obwohl er da diese ganzen Komplimente macht, she speaks in 16. redet sie in 16. Awake, O north wind, and come, O south wind, blow upon my garden, that its fragrance may be wafted abroad, let my beloved come to his garden and eat its choicest fruits. Steh auf, Nordwind, und komm, Südwind, und wehe durch meinen Garten, dass der Duft seiner Gewürze ströme. Mein Freund, komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. And so she's given him an invitation for him to consummate their marriage. Also sie lädt ihn damit ein, dass sie ihre Ehe auch körperlich vollziehen. And his response is, I'm coming. Und seine Antwort darauf ist, ich komme. I come to my garden, my Ich sister, komme my in bride, meinen Garten. to gather my myrrh with the spices, the honeycomb, habe and wine with the milk. Meine Myrrhe samt meinen Gewürzen gepflückt, ich habe meine Wabe samt meinem Honig gegessen. And so as you try to engage with the metaphors and the images, that they do make sense. Also wenn man sich ein bisschen reinversetzt in diese Metaphern und diese Bildersprache von damals, dann macht das Sinn. And it's when you understand that nothing in the Song of Solomon is shy or reserved. Und wenn man sich klar macht, dass nichts im Hohen Lied irgendwie schüchtern ist oder reserviert. Because as you understand this, there's a number of scenes that you could call bedroom scenes, lovemaking scenes. Also es gibt ja einige Stellen, die eindeutig Szenen aus dem Schlafzimmer darstellen. Now we'll look at one more passage. Gucken uns noch eine Passage an. And this passage adds a dimension to the Song of Solomon that is really important in the whole context. Und diese Passage gibt dem ganzen Buch noch eine Dimension, die sehr wichtig ist. And that is chapter 8 Kapitel 8, and verse 6. Vers 6. We read, set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Really, this passage is talking about the strength, these next few verses, the strength of their love. Diese nächsten Verse beschreiben die Stärke ihrer Liebe. And that their love isn't simply a sexual love, but actually it's a profound and strong bond of what we would call, in New Testament terms, agape love.
Und daraus kann man ablesen, dass es hier nicht nur um Sex geht, sondern wirklich auch um eine Liebe, die übers Körperliche hinausgeht, bis hin zur göttlichen Agape-Liebe. Because a seal is a picture of commitment, commitment one to the other. Denn ein Siegel ist immer ein Bild davon, dass da eine Hingabe stattfindet von einem zum anderen. Now, as you read the song, some passages are clearly spoken by her and some are clearly spoken by him. Wenn man das Hohelied liest, sieht man, dass einige Passagen ganz klar von der Frau gesagt werden und andere vom Mann. But some passages, we're not sure who does the speaking. Aber bei einzelnen Passagen wissen wir nicht genau, wer da redet. And this is marvelous because this is one of those passages. Und das ist wunderbar und dies ist eine dieser Stellen. Because in talking about the seal, it says, "For love is strong as death and passion as fierce as the grave." Denn da steht, denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Now, for us, this may be a strange comparison, love as strong as death. Vielleicht ist das für uns ein ungewöhnlicher Vergleich. But if you think about it, death is one of the things that no one is going to ever able to resist. Also ein ungewöhnlicher Vergleich, dass Liebe so ist wie der Tod. Aber wenn man sich überlegt, der Tod ist etwas, dem kann niemand ausweichen. Sooner or later, we're going to die. Dem kann niemand entkommen. Früher oder später werden wir alle sterben. And there's the repetition, as you find in Hebrew poetry, passion as fierce as the grave. Und dann gibt es ja die Wiederholung, die auch typisch ist für hebräische Poesie. Die Leidenschaft ist unwiderstehlich wie das Totenreich. And it goes on to talk about jealousy. Jealousy as fierce as the grave. What's the German Bible in chapter 8, verse 6, at the end of it? They wrote passion instead of Passion. jealousy. Yes, the word jealousy is very possible here. Im Englischen steht hier Eifersucht statt Leidenschaft. Das ist eine Möglichkeit der Übersetzung. And remember, jealousy for the most part for us is actually a sinful emotion. Für die meisten von uns ist Eifersucht ein Gefühl, das eher sündig ist. But in a marriage relationship, there's a dimension of jealousy that is appropriate. Aber in einer Ehebeziehung gibt es einen Bereich, wo Eifersucht, also ein gesundes Maß an Eifersucht passt. There's a jealousy or a desire that your spouse will be faithful to you. Da ist eine Eifersucht oder der Wunsch danach, dass dein Partner dir treu ist. Now, of course, that can be taken to extremes and get weird. Natürlich, wenn man das extrem werden lässt, dann wird es echt komisch. But we read in the Old Testament that God was jealous for Israel's devotion just to Him alone. Wir lesen immer wieder auch im Alten Testament, dass Gott eifersüchtig war, dass Israel wirklich nur ihn lieb hat. And the image of this is it flashes as flashes of fire, a raging flame. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Just imagine a forest fire, and this is kind of imagery that we have here. Vielleicht musste man sich da fast so Bilder wie von einem Waldbrand vorstellen. And then no amount of water, many waters cannot quench love, neither can floods drown it. So dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. And if one offered for love all the wealth of one's house, it would be utterly scorned. Selbst wenn einer alles gut in seinem Hause für die Liebe geben wollte, so könnte das alles nicht genügen. This love cannot be bought. Denn Liebe kann man nicht kaufen. And what you find the song doing in the poems is talking about this
dimension of humanity, of life. Da geht's immer wieder auch um die ganze Dimension des menschlichen Lebens. But the capstone is talking about the kind of exclusive, committed love which is really strong and important in such a relationship. Aber es ist wie der Eckstein und da geht es darum, einfach wie eine menschliche Liebesbeziehung, wie stark die ist. Now, just very quickly about the structure. Ein paar Worte zur Struktur des Buches. What I suggest, there's a number of separate but connected poems. Also, wie ich vorgeschlagen habe, das ist eine Anzahl von einzelnen, aber miteinander verbundenen Gedichten. And you'll find in the Song of Solomon various refrains, various repeated verses. Und ihr findet im Hohenlied immer wieder wie einen Kehrvers, der sich immer wiederholt. Over his left hand were under my head, and my beloved is mine, and I am his, etc. Sachen wie seine Linke liegt unter meinem Haupt oder mein Freund ist mein und ich bin sein. And when you look at them, they create a very natural chiasm. What? A chiasm. Chiasmus. Was ist das? Weiß ich nicht mehr. Okay. Also es kreiert einen natürlichen Chiasmus, was immer das ist. A chiasmos is when the first part of something relates to the last part. Ein Chiasmus ist, wenn der erste Teil von etwas in Verbindung steht mit dem Ende, mit dem letzten Teil. Then the second part relates to the second to last part. Und der zweite Teil steht in Verbindung mit dem vorletzten Teil. And this may be a large chiasm or a small one. Das kann lang sein oder auch kurz. But the thing about a chiasm, the center of the chiasm, that is the emphasis, that's like the heart. Aber ein Kennzeichen dieses Chiasmus ist, dass das Zentrum, das ist der Hauptteil, die Mitte. But this may be new to you, but this is a very commonly used structure in the Bible. Vielleicht ist dir das noch nicht begegnet, aber das ist eine Struktur, die in der Bibel immer und immer wieder vorkommt. And it's a way of showing the heart of something or the emphasis. Und das ist eine Methode, wie man eine bestimmte Sache, das Herz des Ganzen hervorheben kann. And what this means is that the marriage is at the heart of everything that happens in this particular set of poems. Und hier ist es so, dass es aufzeigt, dass die Ehe ist das Zentrum und das Herz des Ganzen. In other words, all that happens within these poems is in the context of a married relationship. Also mit anderen Worten, alles, was hier beschrieben wird, die verschiedenen Sachen, spielt sich ab im Kontext einer Ehe. Now, I want to look at what this means and what this says to us today. Ich möchte gerne anschauen, was uns das heute zu sagen hat. But let me pause to see if there's any questions. Aber vorher noch, gibt es irgendwelche Fragen? This yes. Yes. Is that in the middle is about this marriage, but what is the beginning and end? How would you describe that? Der Chiasmus in der Mitte, sagst du, ist die Ehe. Was ist denn am Anfang und am Ende? They're parts of the overall piece of literature. Anfang und Ende, das gehört zu diesem Schriftteil dazu. You see poem A there, it ends with this particular phrase. Zum Beispiel sieht man hier das Gedicht A, das fängt mit diesem Satz an und hört dann hinten auch damit wieder auf. And then you go through and you find
it's a similar phrase at the end. Und dann gibt es im letzten Gedicht auch wieder den gleichen Ausdruck. And then you have this poem B, and again there's these phrases that I use. Und dann sind die Gedichte der B-Kategorie, die auch wieder mit dem gleichen anfangen und aufhören. And then you find very similar. Und hier eben sehr ähnlich. And then you have the center of the chiasm, Und das, which is this the honeymoon scene. und das Zentrum ist dann das dritte Gedicht und das ist die Hochzeit und Hochzeitsreise oder Flitterwochen. And then there's a poem at the end that seems to be a conclusion and pulling all of the themes together. Und dann gibt es noch ein abschließendes Gedicht, was diese ganzen Themen wieder vereint. And that's where you have this poem of the strength and the kind of love that has been spoken Und about. das ist das Gedicht über die Kraft der Liebe. So that's I think the structure is important because it ties all of the poems together and gives the heart of the theme. Ich denke, diese Struktur ist sehr wichtig, weil da finden wir den Schlüssel, wie dies alles miteinander verbunden ist und auch das zeigt das wichtige Herz auch in der Mitte. Is that? Now, I think that the Song of Solomon needs to be allowed today to say what it's actually saying. Und meine Meinung ist, dass das hohe Lied von Salomo, dass man ihm heutzutage einfach erlauben muss, das zu sagen, was es zu sagen hat. But not only today, really all through history, the area of sexuality has been something that has, when misused, as it so often is, has caused such a lot of pain, grief, hurt and even devastation. Und es trifft nicht nur auf heute zu, sondern eigentlich durch alle Zeitalter hindurch. Das ganze Gebiet der Sexualität, wenn es missbraucht wird, ist es eine solche Quelle von Schmerz und Zerstörung. And I'm sure there's lots of application. Und ich bin mir sicher, dass hier ganz viel praktische Anwendung drin steckt. We say there's only one interpretation of any passage of scripture, but lots of applications. Wir sagen ja, dass es immer nur eine richtige Auslegung gibt einer Schriftstelle, aber viele verschiedene praktische Anwendungen. And someone has drawn, I think very helpfully, a comparison between two gardens. Jemand hat, und ich finde das sehr hilfreich, mal einen Vergleich gemacht zwischen zwei Gärten. In the Song of Solomon, so much of the context is out with nature, in the trees and the forest, with the animals. Also im Hohen Lied, so viel der Handlung spielt sich ab draußen in der Natur mit den Pflanzen und den Tieren. And we can see, I think, a very helpful comparison between what we have here and what we have in Genesis. Und ich denke, ein hilfreicher Vergleich ist zwischen dem, was wir hier haben und das, was im ersten Buch Mose beschrieben wird. We have two accounts of creation, Dort gibt es zwei Schöpfungsberichte, chapter 1 and chapter 2. Kapitel 1 und Kapitel 2. And in the first account, we see that humanity is made in the image of God. Im ersten Bericht steht, dass die Menschheit geschaffen ist als Ebenbild Gottes. And the point is, it was both male and female that were in the image of God. Das Wichtige an der Sache ist, dass beides, männlich und weiblich, gehört dazu, um Ebenbild Gottes zu sein. And they were given dominion. Und sie haben die Herrschaft anvertraut bekommen. And it's interesting that the very first commandment in the whole Bible is be fruitful and multiply. Und es ist doch interessant, dass das allererste Gebot in der Bibel heißt, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Now you may know that you can't do that without having a man and a woman having sex together. Es sollte klar sein, dass dieses seid fruchtbar nur dann erfüllt werden kann, wenn ein Mann und eine Frau auch Sex miteinander haben. So that's the first commandment. Das ist das erste Gebot. And we could say that the point here of sex is for procreation. It's for babies. Also man kann sagen schon, dass
hier dieses Gebot dafür da ist, dass Sexualität fürs Kinderkriegen, die Fortpflanzung da ist. And the commentary of Genesis of God, it was all very good. Und der Kommentar, den Gott dazu abgibt, ist, das ist alles sehr gut. The second description of creation, Dann der zweite Schöpfungsbericht. we find God created Adam, Gott erschafft Adam. and we read that Adam was alone. Wir lesen da, Adam war allein. But he wasn't actually alone. Aber technisch, er war nicht wirklich allein. He had God, Er hatte doch Gott. and he had the animals. Und er hatte die ganzen Tiere. But that wasn't enough. Aber es war nicht genug. And we read that God saying it is not good for man to be alone, Und dann lesen wir, dass Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. because God was his superior, the animals inferior. Denn Gott stand über ihm und die Tiere unter ihm. He wanted something of equal. Also er wollte etwas, das auf dieser Augenhöhe mit ihm war. And God's answer was to create a partner. Und Gottes Lösung dieses Problems war, dass er eine Partnerin geschaffen hat. And what you see is the imagery there is that God took a rib and created Eve. Die Bildersprache dort ist, dass Gott eine Rippe von Adam genommen hat und Eva daraus gemacht hat. And that would speak of the fact that it was a partner and equal. Und das deutet hin auf die Tatsache, dass sie wirklich Partner waren und gleichberechtigt. Coming from the side would indicate the intimacy of their connection. Dass sie aus seiner Seite geschaffen wurde, zeigt die Intimität und Enge der Beziehung. And we read that they were both naked and they were unashamed. Und wir lesen dort, sie waren beide nackt und sie schämten sich nicht. And so there was intimacy and vulnerability between them, and it was all good. Da war eine Intimität zwischen ihnen und eine Verwundbarkeit und die war gut. And how this description of what marriage should be, a man leaving his father and mother and joining his wife, and they become one flesh. Und eine Beschreibung, wie Sexualität oder wie das überhaupt ablaufen sollte, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt und zu seiner Frau geht und dass sie ein Fleisch wird und dass das gut ist so. And so here the focus would be more sex being for pleasure, for bonding, for the intimacy between man and wife. Also hier ist diese Beschreibung, vielleicht eher soll sie ausdrücken, die Freude an der Sexualität zwischen Mann und Frau. And so that's how we get in the garden, that picture. Und das ist das Bild, was wir mitnehmen aus dem Garten Eden. And then we have chapter 3. Und dann kommt Kapitel 3. And we see that there is a sense of shame and blame. Und dort sehen wir, dass da Scham und gegenseitige Schuldzuschiebungen passieren. They felt vulnerable and they covered their nakedness. Und sie haben sich verwundbar gefühlt und haben sich mit Feigenblättern zugedeckt. And the result of the fall, of course, had consequences in many areas, including the area of sex. Und auch die Resultate des Sündenfalls haben sich in vielen Bereichen ausgewirkt, aber auch im Bereich Sex. There was a fracture in their relationship. Adam said to God, it was the woman, this woman that you gave me, she is the problem. Da ist ein Riss durch ihre Beziehung gegangen und sie haben angefangen, sich gegenseitig vor Gott zu beschuldigen. Der Mann hat gesagt, die ist schuld, die du mir gegeben hast. The intimacy they knew was very different. Und das hat die Intimität zwischen ihnen stark verändert. And you'll notice one of the consequences in chapter 3, verse 16. Und eine der Konsequenzen, die wir in Kapitel 3, Vers 16 sehen, It says your desire will be for your husband, but he will rule over you. da steht, da sagt Gott zu Eva, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, aber er wird herrschen über dich. Now, generally speaking, the male is physically stronger than the female. Normalerweise ist der Mann körperlich stärker als die Frau.
And of course there's biological reasons for that. Da gibt es biologische Gründe dafür. And if without the fallenness, that relationship works really well. Und ohne unsere Gefallenheit funktionierte das in einer Beziehung sehr gut. But you bring selfishness